How could I ever not notice? Hi, mein Name ist Veronika und wir befinden uns in der Needle Vinyl Bar in der Wiener Innenstadt. Heute haben wir die international tätige Opernsängerin Milena Arsovska zu Gast. Milena, hallo. Hallo, Die sind für dich. danke schön. Ich hoffe, wir haben es erraten. Sind Tulpen deine Lieblingsblumen? Ja. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Wunderschön. Danke schön. Sehr gerne. Gut, Milena, du bist in Mazedonien geboren. Du bist dort aufgewachsen und bist mittlerweile beruflich in der ganzen Welt unterwegs. Und du wohnst aber in Wien, Ja. nicht mehr in Mazedonien. Warum? Was hat dich nach Österreich geführt? Als ich Teenager war in dem Musikgymnasium, ich habe immer geträumt, dass ich in Wien wohne. Das heißt, du kommst nach Österreich, ja? Ja. Du bist sehr jung, bist noch immer jung, aber damals warst du noch jünger. Du kommst nach Österreich. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du mit dem Zug hergekommen und stehst mit den Koffern da und denkst dir, wohin jetzt? Oder wie war das? Es war ein bisschen schwierig am Anfang. Ich habe mit dem Bus von Mazedonien nach Wien zum ersten Mal gekommen. Das dauert 17 Stunden oder 15 Stunden. Mit dem Bus. Mit dem Bus. Ja, ich habe Glück gehabt, dass meine Tante wohnt in Wien. So, Okay. ersten Monat darf ich bei meiner Tante bleiben und das war nicht so schwer am Anfang, mich zu orientieren. Und danach habe ich ein Studentenheim gefunden und dort habe ich fast ein Jahr gewohnt. Studentenheim, das heißt, du hast dann hier begonnen zu studieren, stimmt das? Ja, die erste Jahr habe ich Deutsch gelernt und Privatunterricht gehabt, weil ich habe die Aufnahmeprüfung verpasst. Oh. Und ja, im zweiten Jahr habe ich schon auf Musikkonservatorium, so MUK, mich angemeldet und einen Platz bekommen für Gesang und Operklasse und die Operklasse. Wie war deine Erfahrung mit dem Studium? War das irgendwie, du hast ja auch in Mazedonien studiert, war das irgendwie ein Unterschied, den du bemerken konntest? Ich habe in Mazedonien mein Bachelorstudium ausgemacht und in der Zwischenzeit habe ich in mazedonischer Oper gearbeitet. Und das war wirklich gut, weil wenn ich hier die Masterstudium begonnen, ich habe schon die Erfahrung für die Bühne, von Oper, ich wusste schon, was bedeutet auf die Bühne zu stehen. Und wann waren so die ersten Herausforderungen? Wann ging es los mit den Wettbewerben? Während des Studiums oder war das eher danach? Mein Masterstudium hat 2 Jahre gedauert und schon in den ersten Jahr habe ich mehrere Wettbewerbe gewonnen. Das heißt, du hast viel Erfahrung damit. Ja, ich kann man Gut, sagen. weil mich persönlich würde zum Beispiel interessieren, ich schaue gerne Filme, Ja. ich glaube, viele machen das gerne und wir kennen Wettbewerbe und diese Künstlerbranche verbinden wir oft mit Sabotage und ich weiß nicht, Vitamin B-Preise, die man gewinnt. Hast du damit Erfahrung? Vielleicht nicht du persönlich, aber hast du mitbekommen, gibt es das wirklich? Die Wettbewerbe sind sehr, sehr wichtig für einen jungen Sänger, Sängerinnen. Dort sitzen Intendanten, viele Agenten und das ist wirklich wichtig für jeder. Das heißt aber, dass du der Meinung bist, dass alles sehr konform abläuft und fair und dass es dann nicht wirklich irgendwelche Beziehungen gibt, die dazu beitragen, dass jemand vielleicht dann doch den ersten Preis gewinnt, obwohl er nicht so gut gesungen hat oder sie. Bei einem Wettbewerb habe ich das Gefühl, dass ich bekomme den Publikumpreis, weil es war wirklich viele Braus und laut Blumen großer auch. Applaus, Blumen, Ja. ja. Aber dann ein anderer Mädel hat diesen Preis gewonnen und das war nur in einer Stimme mehr als für mich. Also du dachtest dann schon, da könnte vielleicht ein bisschen Wer ein weiß, faules aber Spiel sein. vielleicht. Okay, aber sonst prinzipiell ist alles konform abgelaufen. Bei mir, ja, meine Erfahrung war so. Würdest du sagen, dass du hast ja Preise gewonnen bei Wettbewerben? Ja. Haben sie dir außer diesen kurzen, ich habe gewonnen, auch wirklich was im Leben gebracht? Also hast du dadurch weitere Engagements bekommen oder hat dich jemand entdeckt? Ja, eigentlich bei einem Wettbewerb habe ich Herr Garschall kennengelernt. Er hat 2 Festivals in Österreich und
danach, ein paar Jahre später, habe ich ein Engagement bekommen. Okay. Aber zu Wettbewerben musst du ja erstmal kommen, ja? Oder generell, um Engagements zu bekommen, musst du dich ja anstrengen, einen Agenten suchen. Wie war das zum Beispiel, die Agentensuche? Das war nicht so einfach. Manchmal habe ich 4 Jahre gewartet, für eine Agentur eine Vorsingen zu bekommen. 4 Jahre? 4 Jahre, ja. Und was machst du in der Zwischenzeit? Alleine Nein, kämpfen? es gibt 1000 Agenturen. Du schreibst immer ein E-Mail, du wartest, ob du eine Einladung bekommst oder nicht. Aber es hängt ab von, was hast du in dein CV. Normalerweise, wenn ich am Anfang war, habe ich nicht so viele Antworten bekommen. Aber danach, wenn ich habe ein bisschen mein CV gebildet, dann viele Agenten sind selber gemeldet. Und sie haben dir dann auch was gebracht, also wirklich durch die Agenten hast du dann Engagements bekommen? Ja, Schon. das ist sehr wichtig bei uns, ja. Ein Agent, dich in ein Theater vorzustellen und ja, wenn du Glück hast, du bekommst sofort eine Vorsingen. Wenn nicht, dann du wartest ein bisschen. Ja. Also dieses Geld aufbringen für Castings und das in Castings investieren ist fast schon wie ein Aktienhandel, weil du weißt nicht genau, schmeiße ich es rein und verliere das ganze Geld und mir bringt es nichts, außer vielleicht Erfahrung oder... Ja, es ist eigentlich so, eine Vorsingen ist sehr teuer, also mindestens 300 Euro muss man rechnen damit. Hier ist Zug oder Flug, Hotel und manchmal du musst auch bei Vorsingen zahlen und du weißt nicht, ob du bekommst oder nicht. Das ist, es ist so. Das heißt, prinzipiell von dem, was du erzählt hast, habe ich jetzt so 2 Szenarien im Kopf. Entweder du hackelst, bis du genug Geld hast, fährst mit dem Geld, singst vor und wirst genommen und verdienst dann hoffentlich auch, dass es wieder zurückkommt. Oder die sagen, ja, ciao, auf Wiedersehen, interessiert mich nicht oder keine Ahnung, hat mir nicht gefallen. Wie ist das so, wenn man eine Absage bekommt, wenn man Geld rein investiert hat? Das Geld bekommst du ja auch nicht zurück, oder? Ja. Ja, wie fühlst du dich? Wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du jetzt damit um? Es hängt ab von welcher Vorsingen wir reden und wie wichtig ist das. Manchmal habe ich gedacht, ja, ich habe einen Termin zum Vorsingen, aber das kostet viel zu viel und es lohnt sich nicht. Dann gehe ich nicht zum Vorsingen. Aber muss man investieren, das ist Investition, ja. Und natürlich für eine Vorbereitung für Vorsingen braucht man auch Coach, so Pianist. Das kostet auch. So, es ist ein Job, wo du musst wirklich ein bisschen Geld haben. So. Das ist ja vor allem ein Job, wo du meistens selbstständig bist. Also Ja. ich kann mir vorstellen, im Büro, wenn es dir nicht taugt, ja, Augen zu und durch. Als Opernsängerin musst du immer wieder aufstehen. Du musst dich irgendwie selbst motivieren, stimmt das? Genau, du musst jeden Tag eine Disziplin haben. Es ist sehr wichtig, was du isst. Wieso? Weil dein Instrument ist ein Körper. So, du kannst nicht alles essen und dann du bist müde, du hast keine Energie, das stört die Stimmbänder auch und ja, wir müssen wirklich aufpassen. Das heißt, wie schaffst du das? Weil wenn ich eine Absage bekommen würde, ich würde sofort an mir zweifeln, ich würde mich, ich weiß nicht, in mein Bett einfach reinlegen, Netflix schauen, mit niemandem reden wollen, Eis essen, Wein trinken. Das kannst du doch nicht, oder? Also wie genau gehst du damit um? Wie machst du dann weiter? Das Leben geht weiter. Du musst kämpfen, du bekommst, was du willst, wenn du wirklich darüber stehst. Manchmal singe ich 10 Mal, ich habe 10 Audition und bekomme ich nichts. Manchmal 2 nacheinander bekomme ich. Es ist wirklich immer verschieden. Das erinnert mich daran, dass du, das habe ich gelesen, das hast du mir auch erzählt, in 3 verschiedenen Ländern gleichzeitig gesungen hast. Wie war das? Ja, das war 2018. Dieses Jahr habe ich einen Vertrag in Weimar in Deutschland bekommen für Susanna, eine große Rolle. Aus Nozze di Figaro. Nozze di Figaro. Dann habe ich ein paar Monate später La Traviata, auch sehr große Rolle in Tschechien bekommen. Aber ich wohne in Wien, wo ich ständig Konzerte singe. So, diese 8, 9 Monate war sehr schwierig. Ich musste jede Woche nach Weimar fahren mit dem Zug.
Dann auch 2 Monate war ich in Ostrau für die Probezeit, musste wieder nach Wien für die Konzerte. Ja, war interessant. Wie machst du das? Du musst dir ja alles merken, was er sagt, was die macht, warum du jetzt böse schauen musst und obwohl die Oper überhaupt auf Italienisch ist und du bist so, es ist gerade zu viel. Wie machst du das? Wie merkst du dir das? Es dauert, es ist ein langer Prozess. Wir brauchen mindestens 2 Monate, eine Rolle zu vorbereiten. Natürlich zwischen diese 2 Rollen, ich musste auch in den Zug ein bisschen lernen, immer mit Musik hören und meinen Text lernen. Es ist Italienisch, deswegen wir müssen alle mehrere Sprachen lernen. Ja, ich habe geschafft. Ich habe 4 Kilos verloren. Die neue Diät. Opernsängerin werden. Du brauchst einfach nur im Zug fahren, noch ein paar verschiedene Sprachen singen. Ja. How could I ever not notice? Ja, voll. Aber das klingt ja so leicht. Ja, ich bin einmal hier die Susanna, da singe ich in La Traviata. Aber wie machst du das mit der Nervosität? Ja, du musst deine Nerven kontrollieren, natürlich. Ja, die Sicherheit kommt von viel Üben, von vielen Proben. Ja, ich habe große Unterstützung von meiner Familie. Die sind immer für mich da. Wir hören uns ständig und das hilft auch. Weil du gerade sagst Familie. Meine Mutter kommt auch aus dem Künstlerbereich und sie hat mir immer gesagt, so ein bisschen Musik und so ist super, aber mach was Gescheites. So in die Richtung, weil ich meine, das Einkommen ist ziemlich mager, wenn ich das sagen darf, für die meisten Opernsängerinnen, Sänger, Künstler, Künstlerinnen. Es ist keine Tätigkeit, dass du reich wirst. Ja, aber trotzdem, wenn du viel arbeitest, du kannst ein schönes Leben haben. Aber das bedeutet, du hast keine Zeit für etwas anderes. Es ist viel Arbeit. Muss man sich entscheiden, was du willst in deinem Leben. Du musst wirklich entscheiden. Du bist jetzt in einer Beziehung, oder? Ja. Das habe ich richtig Ja. verstanden. Gut. Ja. Wie ist das so im Künstlerleben mit Männern, sich umarmen auf der Bühne, küssen teilweise? Wie funktioniert das? Ja, es war nicht immer so leicht. Die Männer sind nicht so einfach manchmal, wenn die Frau ist eine Opernsängerin, ja, auf die Bühne mit jemandem zu küssen und immer mit anderen Männern zu umarmen. Oder manchmal, ich habe eine Regie gehabt, wo ich musste einen Striptease machen und das war nicht so einfach für meinen... In der Oper? Ja. Ja, damals war nicht einfach für meinen Freund, dass ich habe es damals gehabt. Das heißt aber, du trotzdem zeigst dem ganzen Publikum, wie viele Leute waren dort circa? 600 pro Vorstellung. 600, okay, pro Vorstellung. Ja. Gut. Also du zeigst mehrere Male 600 Leuten deinen Körper. Ja. Hast du da Komplexe oder sagst du Body Positive, ich bin wunderschön und mir ist egal, was andere denken, oder bist du da unter Druck und denkst, okay, jetzt esse ich mal die nächste Woche eher weniger, mach mehr Sport, wie ist das? Ja, es war nicht so einfach, aber wir alle haben Komplexe. Aber auf die Bühne ist nur Spiel. Du bist nicht Milena auf die Bühne, du bist ein Charakter. Milena, laut Statistiken sind 3/4 der Opernbesucherinnen und Besuchern 50 Jahre alt oder älter. Was glaubst du, in 20, 30 Jahren wird es die Oper in der Form, wie sie jetzt ist, noch immer geben? Ich hoffe. Oper ist eine wunderschöne Musik und zusammen mit großer schauspielerischer Tätigkeit. Es ist wirklich wunderschön. So viele Emotionen auf die Bühne und ich hoffe, dass die jüngere Generation findet diese Schönheit und dass die kommen regelmäßig in der Oper. Der Ziel der vielen Regisseure ist auch mehr modern das zu machen, damit die jüngere Generation das gerne anschaut. Manchmal das hilft, manchmal nicht. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass es eher schief geht, weil ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass viele Regisseure denken, Jugend, Nacktheit. Nacktheit, machen wir Romeo und Julia, machen wir 3 Romeos, 3 Julias, alle im BH und Unterwäsche und das wird der Jugend gefallen. Und was ich damit bekomme, wenn ich dann mit den 3 Jugendlichen im Opernhaus sitze, die noch da sind, dass wir so reinschauen und die ganzen Opas und Omas sagen, no, das geht nicht, das ist keine Oper. Ein paar gibt es immer, die, Kunst, modern. Ja. Aber im Endeffekt
glaube ich, und dann wollte ich dich eben fragen, wie man das vielleicht ändern kann, generell die Konstellation, was man aufführt, weil es für Jugendliche eben das Problem gibt, dass wir alle sehr schnelle und spannende Sachen gewohnt sind und Opern dauern dann halt mal 2 bis 3 Stunden, das meiste wird gesungen, dann auch in einer anderen Sprache, weißt du, was ich meine? Hast du da irgendwelche Ideen, wenn du jetzt Regisseur wärst? Das weiß ich nicht eigentlich, muss ehrlich sagen. Ich habe das nachgedacht auch bei mancher moderner Regie. Ich finde wirklich schrecklich. Ich muss ehrlich sagen, aber manche sind wirklich mit viel Stil und es schaut wunderschön. Zum Beispiel diese Produktion, das ich habe in Weimar gemacht, es ist La Notte di Figaro. Es war in eine Richtung modern gemacht, aber auch klassisch. So Kostüme waren Commedia dell'arte mit großer Perücken und es war so viel Aktion auf die Bühne. Das war wirklich nicht langweilig. Es dauert 3 Stunden und mit einer Pause und es war immer sehr gut besuchen. Auch von junger Generation, von jungen Leuten waren immer im Publikum. So ich denke, dass die junge Generation muss ein bisschen Chance geben zum der Oper, ein bisschen wie ein Film das schauen, ein bisschen diese Liebe und Traurigkeit, ein bisschen mehr Zeit geben. Was ist das Peinlichste, was dir auf der Bühne passiert ist? Ja, ich habe einmal meinen Text vergessen und der Souffleur war nicht konzentriert und er hat die Seite verloren. Weißt du, Fleur, dass ich richtig verstanden, das sind diese Ja, wir haben Leute, immer die da Souffleur. unten Ja, genau. Die mit dem geben, Text, okay. ja, Ja. und er war total unkonzentriert, er konnte nicht seine Seite finden und es Ich war... meine, he had one job, aber okay. Ja. Es kann passieren und ich musste einen Text improvisieren auf Italienisch. Das hat Hat das 30 funktioniert? Sekunden gedauert, aber es war ein großer Stress für mich. Dann habe Ja. ich irgendwo geschafft. Okay, also du hast es dann einfach überspielt. Ja, es kann passieren. Und hast du Sachen, von denen du Angst hast, die dir auf der Bühne passieren könnten? Es gibt immer Perioden, wenn du hast irgendwelche Angst. Ich habe einen Teil nach dieser kleinen Geschichte, was ich habe erzählt, dass ich habe meinen Text vergessen. Dann in den nächsten 3 Monaten, ich habe wirklich Angst bekommen, dass ich immer einen Text vergesse. Und ich habe viel darüber gearbeitet, so psychologisch, du musst dich konzentrieren und dich beruhigen, dass es wird nicht passieren, dass hier gibt es ein Souffleur, dass du schaffst das, du hast 4 Monate. Denselben Souffleur, der nicht die Seite gefunden hat, aber ja. Und du hast das viel geübt, du kennst deine Musik. Wir schaffen irgendwie. Im Endeffekt geht es ja eigentlich eh immer gut aus. Genau. Würdest du sagen, dass jeder singen lernen kann? Also ich sage mir jetzt, ja, ich will Opernsängerin werden und dann kann ich es eigentlich schon, wenn ich es lerne. Oder muss ich da eine Veranlagung haben, ein gewisses Talent vielleicht? Wie siehst du das? Ja, Talent muss Schon, findest du? Ja, Für einen Erfolg muss man Talent haben. muss man Talent haben, aber das ist wirklich eine lange Lebensarbeit. Das muss man immer sich in Form bleiben, immer neue Sachen lernen, viel Text, viele Oper. Das ist wirklich eine große Arbeit, muss man wirklich Disziplin haben. Das heißt, es hört eigentlich, ja, ist gut. Das heißt, es hört eigentlich nie auf, das Lernen, wie so oft im Nein. Leben eigentlich. Also du musst immer weiter ja. Proben nehmen und konstant Du an hast dir immer einen arbeiten. Coach, einen Korrepetitor, einen Lehrer, das er kontrolliert deine Stimme, deine Stimmtechnik und das ist immer so. Zur Stimmtechnik, vor allem zur Stimme. Ja. Ich habe viele Kritiken über dich gelesen, ich habe recherchiert und ich habe über dich gelesen, dass du natürlich nur Positives, dass du eine sehr schöne Stimme hast, aber vor allem, dass du selbstbewusst bist. Und das würde mich jetzt interessieren. Ist das eine Fassade auf der Bühne, wie du sagst, Schauspielen, ich bin Rita und ich bin selbstbewusst, oder bist du wirklich selbstbewusst im echten Leben, im Alltag? Natürlich, ich bin sehr nervös, wenn die Premiere kommt. Oh la la, ich bin wirklich nervös. Also ich habe eine kleine Tradition gemacht mit Meinung von meinem Vater.
ist sehr wichtig für mich und ich rufe ihn immer vor der Vorstellung und er sagt, ja, du wirst großartig sein. Und das ist eine Tradition mit Jahren und das hilft mir, seine Stimme zu hören und meine Mama auch. Und wenn die sagen, du schaffst das, dann bekomme ich noch mehr selbstbewusst. Das freut mich wirklich zu hören, dass du Menschen in deinem Leben hast, die dich unterstützen Ja, und die stolz sehr auf dich wichtig, sind. ja. Du kannst wahrscheinlich leider gerade nicht sehen, oder? Also nur per Telefon, Skype. Skype, ja, ich fahre oft nach Mazedonien, jetzt in die Corona-Krise ein bisschen weniger, aber ich hoffe, nächsten Monat soll ich nach Mazedonien fahren, weil ich habe ein Konzert mit mazedonischer Philharmonie und ich freue mich sehr. Milena, was heißt auf Mazedonisch, hast du noch Träume? Imaš li vse ušte soništa? Imaš te seošti soništa. Fast. Okay. Sehr gut. Ja, ich habe noch Träume, natürlich. Ich habe so viele neue Rollen, dass ich will auf die Bühne singen und ich hoffe, dass meine Träume wird wahr. bestimmt. Bestimmt daran glauben wir und ich glaube, das ist auch das perfekte Schlusswort. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da bist. Du bist eine sehr charismatische, interessante, talentierte Persönlichkeit und du bist auch sehr motivierend und das hat mich deshalb sehr gefreut, mit dir zu reden, besonders in diesen Zeiten. Nicht aufgeben, Leute, durchhalten, weitermachen. Für heute ist es aus, aber es ist nicht vorbei. Wir werden das nächste Mal haben, also würde es mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, aber auch in die Infobox schaut, denn dort verlinken wir euch nicht nur das Profil von Milena, ihre Social Media Sachen, sondern auch diese wunderschöne Bar. Und vielleicht, wenn sie bald wieder aussperrt, sehen wir uns hier.